Dieses Mal nehme ich euch mit auf den Harzer Försterstieg, ein rund 60 Kilometer langer Wanderweg. Er startet in der alten Kaiserstadt Goslar und führt über Wolfshagen, vorbei an den Bergbauorten Lautental, Wildemann und Bad Grund, bis hinauf zu den Hochflächen um Clausthal-Zellerfeld. Weiter geht es nach Süden, bis nach Riefensbeek-Kammschlacken bei Osterode. Außerdem führt der Weg gleich an 3 Talsperren vorbei, der Innerste Talsperre, der Grane-Talsperre und der Söse-Talsperre. Er verläuft zwar größtenteils auf breiten Forstwegen und ist sicher kein klassischer Wildniswanderweg, aber bietet eine wunderschöne Infrastruktur für ein Wochenende im Freien. Gerade deswegen und weil er irgendwie immer in der Nähe meiner Haustür verlief, hat der Försterstieg einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und ich möchte euch in diesem Video zeigen, warum das so ist. Als ich nach Feierabend in Goslar starte, laufen an der Kaiserpfalz gerade die Vorbereitungen für das Ben Zucker-Konzert am nächsten Tag. Ein freier Blick auf die Kaiserpfalz bleibt mir dadurch zwar verwehrt, dafür führt mich der Weg vorbei an wunderschönen alten Häusern und über einen kleinen, fast vergessenen Waldpfad bis zum Frankenberger Teich. Vielleicht kennt ihr den ja noch von unserer anderen Tour auf der Themenwanderung Mensch und Wald. Von dort geht es zunächst steil bergauf, doch die Anstrengung lohnt sich. Oben erwartet uns eine unglaubliche Aussicht über Goslar. Der Weg führt rund um den Steinberg, vorbei an der Stelle, an der vor einigen Monaten noch ein Feuer gewütet hat. Nur dank der Feuerwehr ist es hier nicht noch schlimmer geworden. Und so öffnet sich zur anderen Seite ein wunderschöner grüner Blick, weit hinaus bis zur Grane-Talsperre. An der Talsperre angekommen, geht es direkt über die Staumauer und nur für kurze Zeit auf dem asphaltierten Weg entlang. Vorbei an der kleinen Hütte, in der seit mehreren Jahren Hornissen ihr Zuhause haben, führt der Weg dann wieder bergauf, immer in Richtung Wolfshagen. Dort könnt ihr euch an warmen Tagen auch eine kleine Abkühlung gönnen. Direkt am Weg liegt ein Wassertretbecken, das selbst im Sommer angenehm kalt bleibt. Und wem das nicht reicht, das Freibad ist von hier aus ebenfalls nicht weit. Frisch gestärkt biegen wir nach dem Parkplatz links ab und folgen dem Weg bis zur nächsten Kreuzung. Dort geht es für uns ein kurzes, aber steiles Stück hinauf. Oben angekommen wartet eine großartige Übernachtungsmöglichkeit für alle, die mit dem Zelt unterwegs sind. Wer dem Gaststättenschild nach rechts folgt, gelangt zum Campingplatz am Krähenberg und kann dort sein Lager aufschlagen. Alle anderen bleiben auf dem Siegfried-Brandes-Weg und erreichen die Schäderquelle, wo ich mir erstmal eine Flasche auffülle und einen kräftigen Schluck trinke. Unterwegs kommt ihr hier nicht nur an einem wunderschönen Blick auf Wolfshagen vorbei, sondern auch an einer Aussicht auf den beeindruckenden Diabas-Steinbruch und dem malerisch gelegenen Schäder-Pavillon. Nach einem kurzen Abstieg geht es vorbei an der Schäderbaude, die leider nur saisonweise Wanderer bewirtet. Die genauen Öffnungszeiten findet ihr auf der Internetseite des Harzclubs Wolfshagen. Auf malerischen Wegen geht es für uns weiter in Richtung Innerste Talsperre, vorbei an der Schutzhütte Steile Wiese. Ab hier kreuzen wir immer wieder den Steinway Trail, der von Wolfshagen nach Seesen führt und definitiv auch eine Wanderung wert ist.
An der Talsperre angekommen, beginnt meiner Meinung nach der anstrengendste Teil der Wanderung, der Aufstieg. Doch er belohnt uns immer wieder mit malerischen Aussichten. Wer noch ein wenig mehr Aussicht genießen und vielleicht auch einen Stempel für die Harzer Wandernadel sammeln möchte, kann einen kleinen Umweg zur Lageswarte in Kauf nehmen. Ich habe hier auf jeden Fall einige Zeit damit verbracht, die Sterne zu fotografieren, bevor es für mich am nächsten Tag weiterging. Die Hitze des Vortages war verschwunden und der Weg lag in Nebel gehüllt. Genau richtig zum Wandern. So ging es für mich an der Schutzhütte Kalte Birke vorbei, dem Schnapsplatz, bis zu meinem nächsten Ziel, der Tränkebachhütte, wo ich frühstücken wollte. So, wir sind jetzt an der Tränkebachhütte angekommen, haben heute schon 4 Kilometer gemacht. Ich glaube, insgesamt kommen jetzt noch 32 Kilometer. Mal schauen, ob ich die heute noch mache. Jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal Frühstück und dann wird das Wasser aufgefüllt. Deswegen habe ich hier nämlich, wie ihr gesehen habt, auch diesen kleinen Umweg in Kauf genommen, um zu der Hütte zu kommen, weil hier ist nämlich eine der besten Quellen überhaupt. Im Anschluss ging es vorbei am Luchsstein, an dem am 17. März 1818 der letzte Luchs nach einer sage und schreibe 11-tägigen Treibjagd erlegt worden sein soll. Wir schlängeln uns irgendwo zwischen Wildemann und Bad Grund hindurch, ohne jemals wirklich mit den Ortschaften in Berührung zu kommen. Am meisten Zivilisation bietet wahrscheinlich der Tatanplatz, mit seiner Bushaltestelle und dem Parkplatz, den wir queren müssen. Danach geht es bergauf, vorbei an der Gewitterhütte, zur Kaisereiche und dem oberen Hanebalzer Teich. Hier war noch vor gar nicht so langer Zeit die Hölle los, als im August 2024 über 1000 Leute der Rainbow Family hier kampierten. Glücklicherweise ist davon inzwischen aber nichts mehr zu sehen. Der obere Hanebalzer Teich liegt zwar nicht direkt auf der offiziellen Route, verläuft aber nur wenige Meter parallel davon. Er ist der wesentlich schönere Weg und bietet außerdem eine Stempelstelle. Nach nur kurzer Zeit kann man aus der Ferne schon das Klinikum in Buntenbock sehen, an dem wir später vorbeikommen, sowie den Prinzenteich, der glücklicherweise wieder Wasser führt. 2024 sah das hier noch ganz anders aus. Weiter geht es vorbei an den Kuckholzklippen und den Klausthaler Bergwiesen. Auf den letzten Kilometern teilen wir uns den Weg übrigens auch mit dem Harzer Hexenstieg, bevor wir uns am Mangelheimer Tor dann wieder von ihm trennen müssen. Wir steigen ab zur Sösetal-Vorsperre. Hier muss ich euch aber warnen. Der Weg scheint gesperrt zu sein und es gibt keine ausgeschilderte Alternativroute. Besonders ärgerlich ist, dass auch auf der offiziellen Homepage des Harzer Försterstieges hierzu nichts zu finden war. So ging es für mich höchstwahrscheinlich unerlaubterweise weiter bis nach Riefensbeek-Kampschlacken.
Und ich hoffe, dass ihr hier jemanden habt, der euch abholt. Oder dass ihr vielleicht sogar plant, etwas weiter zu wandern. Denn am Wochenende fährt hier scheinbar schon lang kein Bus mehr. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei wärt, wenn wir Schritt für Schritt durch Deutschland wandern.